Rettungsdienst klingt vielleicht für Außenstehende etwas komisch, aber in den meisten Fällen ist es doch recht lustig. Es macht Spaß, sage ich mal. Den Leuten zu helfen und dann auch ein Dankeschön zurückzubekommen, das ist dann natürlich umso mehr ein Motivationsschub. Mein Name ist Trapp Florian, ich bin beim Roten Kreuz Baden als Notfallsanitäter ehrenamtlich tätig. Das seit 2010, also 2010 Zivildienst, 2011 ehrenamtlich. Naja, schauen wir mal. Der Wiener kennt sich nicht aus, der weiß nicht, dass er da nicht stehen darf. Rechts ist frei. Danke. Holst du den Rucksack, ich gehe zur Patientin. Ja, machen wir das. Klingt nach einem schon. Plan. So, das haben wir schon. Dort vorne ist das. Na bitte. Okay, so, schauen wir mal da. Sehr schön. Okay. Können Sie sich an den Unfall erinnern? Ja, schon. Okay, können Sie mir mal auf die Nasenspitze schauen? Ich leuchte Ihnen in die Augen, gell? Prinzipiell ist es so, der erste Eindruck ist einmal meistens richtig. Eben aus meiner Sicht gesehen jetzt. Ja. Also Blickdiagnose, sage ich mal, wenn man reinkommt, hängt er jetzt da und man wirkt wirklich, der ist kaltschweißig und blass, dann ist meistens wirklich was. Aber es gibt laut Lehrmeinung ein Schema, nach dem man vorgeht. Als erstes wird der Atemweg beurteilt. Ist der Atemweg verlegt oder frei? Das heißt Mund, Rachen und so weiter. Zweitens dann die Atmung, Atemfrequenz, Atemzugsvolumen und so weiter. Dazu gehört auch dann die Haut. Da sieht man ja, ob die Haut blass oder rosig ist, ob er blau ist an den Schleimhäuten, in den Lippen, zyanotisch. Danach kommt der Kreislauf, das heißt Blutdruck messen, Puls tasten und so weiter. Danach ist einmal eine Entscheidung, notarztpflichtig oder nicht. Das heißt, entweder storniere ich einen anfahrenden Notarzt oder ich hole einen Notarzt nach, wenn er nicht mitalarmiert ist. Saudala. Dann eine Schere. Und dann schneiden wir das ab. Wunderbar. So. Gut, Gut, ich hole die Trage, gell? passt. Der Kollege holt eine Trage, ja? Wir werden sie dann umsetzen. Dann werden wir schauen, dass wir auch die Beine raufkriegen. Ja? Dann werden wir nach Baden fahren, das ist das nächste Krankenhaus, auf die Unfallambulanz. Ja? So die E-Card und so haben sie mit, pro forma, haben sie in der Tasche, sehr gut. Das machen wir nachher. Gell? Ansonsten gibt es natürlich verschiedenste Symptome, die auf diverse Krankheiten, lebensbedrohliche Krankheiten oder Notfälle hinweisen, die natürlich dann dementsprechend behandelt werden müssen vom Notarzt. Das heißt, Brustschmerzen ist so ein Fall, ganz eindeutig, weil man erkennt ohne EKG einfach nicht, ob ein Herzinfarkt vorliegt oder nicht. Das ist so das Häufigste, was man im Rettungsdienst sieht. Holst du noch die Sachen? Ja, ja. So, oder la. Jetzt fahren wir noch ein paar Mal ums Eck. Dann haben wir schon. Sind Sie aus Baden? Ja. Okay, dann kennen Sie sich schätze mal eh aus. Waren Sie schon mal im Krankenhaus in Baden? Okay, weswegen? Ich wurde auch am Knie operiert, aber am Rechten. Am rechten, okay. Haben Sie irgendwelche Allergien? Gar nichts. Medikamente, die Sie regelmäßig nehmen? Antibabypille auch nicht? Doch. Das ist auch ein Medikament, darf man nicht vergessen, genau. Irgendwelche Krankheiten, die bekannt sind? Diabetes oder sowas? Nix. Sehr gut. Wenn es ein kritischer Patient ist, dann bestehe ich darauf, den Patienten einem Arzt zu übergeben. Ja, weil ich fahre einen kritischen Patienten nur dann ins Krankenhaus, wenn ich keinen Notarzt bekomme oder schneller im Krankenhaus bin, als der Notarzt bei mir ist. Am schwersten finde ich Kindernotfälle. Sind
Wenn's wirklich, also man muss sagen, Kindernotfälle in den meisten Fällen, wenn wir zu Kindern alarmiert werden, ist es weniger schlimm, als die Alarmierung es vermuten lässt. Notrufrettungsleitstelle, wollen Sie einen Notfall melden? Wo genau ist der Notfallort? Ja, die Straße? Mit Tee verbrannt, okay? Hilfe kommt so schnell wie möglich zu Ihnen. Für die Kollegen und damit ich Ihnen bestmöglich weiterhelfen kann, brauche ich ein paar wichtige Informationen. Sind alle in Sicherheit und außerhalb der Gefahrenzone? Okay. Ist die Tochter vollkommen wach? Hat Atembeschwerden? Und welche Körperteile sind verbrannt? RTW Berndorf für Leo kommen. Ja, bitte Berndorf kommen. Ja, es geht zu einem 18 Monate alten Kind, 20% der Körperoberfläche verbrannt. Mit euch mitalarmiert sind der C3, der NRW Baden und der First Responder aus Bottenstein. Kommen. Verletzte Kinder oder sehr kranke Kinder, das ist psychisch sehr schwierig. Das sind nicht technische schwierige Sachen oder medizinisch, aber für das Psyche, für das Bearbeiten sind das schwierige Sachen. Oder junge Leute, wo man schon weiß, dass der Erfolg nicht ganz gut wird von der Hergang her. Und das ist sicher schwierig und da tragen wir es ein bisschen länger mit. Ich hätte einen Zugang mit einem blauen. Vorbereitet? Nein. Hanna, ich habe das Ganze noch einmal vorbereitet. Gut, passt. Wenn es aber allerdings wirklich mal kritisch ist, sind diese Einsätze am schwierigsten zu verarbeiten und auch fachlich am schwierigsten zu bewältigen, zu beurteilen, weil Kinder ganz anders reagieren als Erwachsene. Teilweise können sie auch noch nicht sprechen, wenn es wirklich Säuglinge sind. Dann ist die Patientenbeurteilung ein Vielfaches schwieriger, weil einfach nichts zurückkommt vom Patienten. Das machen Kindernotfälle wirklich zu sehr, sehr anspruchsvollen Notfällen. 20%, 1. bis 2. Grad. 1. bis 2. Grad, 20%. Kinder ist wach. Ja. Ja. Ich bin die Böse. Weiblich, männlich? Weiblich, oder? Okay, ich fange mal zum Avisieren an. SMZ, oder? Ich bin der Thürager Stefan, ich bin ganz normaler Hubschrauberpilot für den Christophorus und fliege eigentlich in Wiener Neustadt, wohne in Salzburg, fliege in Wiener Neustadt, in Ypsitz, ein bisschen in Salzburg und ein bisschen in Tirol. Von dem Punkt los, wo wir wegfliegen, da beredet man das eigentlich schon beim Hinfliegen. Okay, was könnte man brauchen, was nehmen wir mit von unserem Equipment und auch zum Beispiel die Avisierung vom Krankenhaus vielleicht schon, wo man einfach sagt, okay, das könnte ein Patient sein, der hat ein Polytrauma oder einen Schlaganfall, dass man einfach dann schon mal schaut, okay, können wir vielleicht ein bisschen herumschauen, wer kann den Patienten, was für Krankenhaus kann der Patienten dann aufnehmen eigentlich. Der Pilot kümmert sich in der Früh nachher, dass der Hubschrauber einsatzbereit ist und dass auch das Wetter im Einsatzgebiet okay ist zum Fliegen. Und wenn das dann okay ist, dann meldet man sich an um 6 Uhr früh normalerweise und macht sich frei. Also das ist bei uns Gott sei Dank sehr, sehr gut, dass wir auch also als Piloten zweimal im Jahr die Möglichkeit haben, am Simulator zu fliegen, in Deutschland hauptsächlich und dort wirklich die Notsysteme, also Computerausfälle und trainieren dürfen und bis zum Extremen gehen, weil es kann nichts passieren und wirklich sehen, okay, man fühlt sich dann auch viel besser, wenn man im Hubschrauber sitzt und wirklich sagen kann, okay, man kann ziemlich alles auf mich herschmeißen und ich kann mit dem umgehen, ohne dass ich jetzt da zu schwitzen beginne. Also das ist schon wirklich super. Notrufrettungsleitstelle, wo genau ist der Notfallort? Grüß Gott, wir sind da auf der 500 Meter vor der nächsten Ortschaft, ich weiß nicht, wie die heißt. Da hat es einen überschlagen mit dem PKW, der liegt im Acker. In der Kurvenfahrt stand sie circa. Ja, ich sehe zur Ortstafel und da, ja,
Ja, genau, passt ja. Dann sehe ich jetzt schon auf der Karte, wo Sie sind und Ja. was ist da genau passiert nochmal. PKW hat es überschlagen. Ja. Okay, sind irgendwelche Gießstoffe, die Fahrstoffe beteiligt? Nein, nur Kann man das- PKW. Nur Okay. PKW. Achso, Polizeiwagen kommt auch schon. Ganz super, Rettung ist schon alarmiert, die Feuerwehr auch. Ich bin der Matthias Gaupmann, bin Kolleger beim Notruf Niederösterreich. Ich sitze am anderen Ende der Leitung, wenn die Leute 144 anrufen. Frage halt die wichtigsten Sachen ab, wo genau das ist, was genau passiert ist und wichtige Details, dass man weiß, was man hinschicken muss an Rettungsmitteln. Und gebe den Leuten auch Hinweise, was sie jetzt als erstes einmal tun sollen, damit man den Patienten mal erst versorgen kann, bis die Rettung dann da ist. Ich bin Hanna Turečko, ich bin ursprünglich slowakische Bürgerin, aber arbeite schon länger in Österreich. Und ich wohne auch in Wiener Neustadt, arbeite im Krankenhaus hier als Intensivmediziner und mache Dienst auf dem Hubschrauber. Wir haben Standardabläufe von der medizinischen Seite, nachdem der Pilot uns freigibt, nach der Landung. Wir wissen schon, wer was macht. Das heißt, der Arzt kümmert sich um den Patienten grundsätzlich, untersucht ihn, erhebt, was geschehen ist, was für Probleme er hat oder macht die Erstversorgung. Bei uns macht man auch solche Simulationstrainings, nicht nur pilotentechnisch oder fliegerisch, sondern auch medizinisch, dass wir solche kritische Situationen simulieren und wir lernen dabei. Wir sehen, was wir machen, wie wir es machen, wie ist die Zusammenarbeit, was kann man verbessern, die Abläufe zu verbessern. Ich habe schon telefoniert, was mit dem jungen Mann ist. Und er war nicht operiert, jetzt in tiefen Schlaf wird man morgens sehen. Also abwarten und Abwarten. der von- entwickelt. Aber ist stabil jetzt. Der von heute nicht war. Verkehrsunfall. Ja, der Verkehrsunfall von morgen. Okay. Der liegt auf der Intensiv 1 und ich werde morgen nachfragen dann. Ja, Okay. Sagst uns Bescheid. Dann seid ihr beide da. Ich habe den Dienst, werde ich anrufen, ja. Bitte. Alles weiter. Und hoffentlich geht's gut, Gehst du aber nochmal das auf hat nicht der gut A2? ausgeschaut. Gehst du nochmal auf der A2 auf der Autobahn? Die haben 6 Unfälle gehabt in einem Tag, genau dort, wo der Unfall gewesen Durch ist. das Wetter nicht. Ich habe keine Ahnung, aber nur das war Aber niemand interessant. schwer verletzt. Doch. Doch? Mhm. Ich habe morgen geschaut, war nicht so. Na, ein Einsatz war schon kritisch, habe ich gesehen. Gestern. Mhm, ja. Das war am Ich habe die Berichte durchgelesen. Ah ja. Oi. Den Tag ist weg. Also dieses Heldendarstellen, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir überhaupt nicht, weil ein Held ist für mich eine Person, der was wirklich bis zum Letzten gegangen ist, und da sind viele Helden, wir sind jetzt am Friedhof und wir sind Profis, keine Helden. Wir machen das jeden Tag, wir gehen nicht bis zum Letzten. Ich werde dafür bezahlt, dass man einfach ein gewisses Sicherheitspolster immer wieder bereithält oder im Hintergrund hat, nicht? Und so arbeiten wir. Es schaut zwar alles sehr risikoreich aus und gefährlich ist es aber nicht, weil wir machen das jeden Tag, wir trainieren für das. Unsere Firma stellt uns sehr, sehr viel Geld und Zeit zur Verfügung, um das immer wieder zu trainieren. Und deshalb bin ich da immer ein bisschen enttäuscht, wenn Leute sagen, wow, die Christoforos, die sind alles die gelben Helden. Und das sind wir nicht. Mein Name ist Grassmann Gerd, komme aus der Nähe von St. Pölten, habe da die Position des Sanitäters, Flugretter und Heimscrew-Members. Unser Job ist eben, wie gesagt, das Vorbereiten der Medikamente, das Assistieren im Flug des Piloten bzw. vor Ort des Arztes. Man macht es ja zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, beim Überflug, also beim Anschauen des Notfallortes oder der Landemöglichkeit schon ein Bild von dem Ganzen und schätzt so schon einmal den Zustand oder beziehungsweise die erste Situation ein. So, lass uns einmal die ganzen Leute verjagten, bitte, danke. Bleibt hier einer bitte und verjagt mal Leute. Zugehören, bitte den Ort verlassen. Das ist sehr störend, ja? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Angst, das ist Medikament, jetzt wird ein bisschen schwindelig. Ich bin Anästhesistin, ich mache die Narkose normalerweise, ja? Jetzt kriegst du eine leichte Narkose. Ja, das ist das Beste, was passieren kann. Was passiert? Schau mich an, Ja, schon. ich bin eine Anästhesistin. Jetzt wird der Kopf drehen, das ist normal, das ist von meinem Medikament. Der Ja? Fuß ist ja gebrochen, gell? Ja. ist gebrochen. Schau mich an, ja? Mach auf was? Ja, sehr gut. Na, der andere. Der schwierige Einsatz wird bei uns im Prinzip in der Crew dann nachbesprochen.
Das heißt einfach da, wenn die Einsätze eingegeben sind, wenn die Maschine wieder die Einsatzbereitschaft hergestellt ist, dann wird oft bei einem Café zusammengesetzt und einfach der Einsatz nachbesprochen, was war positiv, was war negativ für uns persönlich. Beziehungsweise holen wir uns dann oft noch Informationen vom Krankenhaus ein, wie geht es dem Patienten, was hat er dann wirklich für die Verletzungen konkret gehabt. Ja, bitte. Ja, also der Fahrer vom NRW hätte gerne 2 Cheeseburger und der Sanitäter bitte ein Cola 0,4 Liter. Mich hast du zugehört? Also was? 2 Cheeseburger. Oh ja, ich bin wieder kommen. 0,4er Cola. 2-mal Cheese. Schaut irgendwie zu aus. Fix. Fuck. Die lassen sich ein gutes Geschäft entgehen. Ja. Alter. Scheiße. Wer isst nach 12 noch was beim Mac gehen? Ja, wir. Ja. Wir und alle anderen Rettungsleute. Alles in Ordnung? Was? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie heute schon was getrunken? Nein. Achtung, komm jetzt ein bisschen her, da kommt gerade ein Notarztwagen. Ja. Oder halt ihn fest. Was? Nein, bleiben Sie da. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Wenn Sie wollen, begleiten wir Sie nach Heim und Sie sagen uns, wo Sie wohnen, weil wir befinden uns hier auf einer Bundesstraße. Ja? Wir können da nicht spazieren gehen. Ja? Wenn da die Polizei vorbeifährt. Ins Hundhaus, Ins Laufhaus. Jusse. Was? Jusse? Geht's Fuß oder? Sie wollen da zu Fuß gehen. Gehen Sie mal. Oder stellen wir sich da mal rechts zu vielleicht. Ein bisschen Gehen Sie mal. Warten. Ich soll was. Haben wir die Jacke da? Naja, da war ein Einsatz, das ist schon jetzt schon ein bisschen eine Zeit lang her, vor ungefähr 2 Jahren. Da sind wir zu einer Sturz mit Stelzen sind wir gerufen worden, zum Golfplatz, nicht weit von da. Und wir kommen dorthin und landen am 18. Loch, wie es halt gehört. Und gehen dort rein und es sind eigentlich ungefähr 50 Dalmatiner, aber keine Hunde, sondern verkleidete Menschen dort. Einer mehr betrunken als wie der andere und die haben uns dann alle versucht zu sagen, was mit dem Patienten passiert ist und es war auch ein Doktor dabei und der hat uns ganz genau erklärt, was der Patient hat und nebenbei hat er aber einen Dalmatinerschwanz gehabt und auch diese Whiskas hat er gehabt, die Ohren auf, schwarze Nase und das war dann irgendwie ein bisschen spannend, weil das war irgendwie ein bisschen so diese Edge von den Ganzen weggenommen, weil man sie einfach dann irgendwie, ja, das war einfach dann lustig. Ne? Und wir haben dann einen Dalmatiner leider mitnehmen müssen ins Krankenhaus und dann waren es halt nur mal 100. Ja, wir haben das einmal gehabt im Sommer, wo es ein ziemlich heißer Tag, ist er her draußen gesessen und hat halt dann, die Gattin hat glaube ich angerufen und hat gesagt, ja, ihm sind durch die Hitze halt die Hoden durch den Gartenstuhl gerutscht. Jetzt haben wir dort halt einmal einen Rettungswagen hingeschickt, wegen der Dringlichkeit eben, weil es nicht so hoch ist. Und die haben das leider nicht geschafft. Jetzt haben sie sich dann einen Notarzt nachgefordert, dass man schaut, dass man das irgendwie so löst. Der Notarzt hat leider auch nicht viel machen können. Und am Schluss hat dann die Feuerwehr hinfahren müssen und hat ihm technisch helfen müssen, dass wir da wieder rauskriegen. Also ich war selbst nicht dabei. Ich habe allerdings die Alarmierung gesehen von Kollegen, weil die Nachtdienst hatten, wie dieser Einsatz war. Die sind alarmiert worden auf Klobürste steckt in Anus. Und man kommt nicht umhin, dann doch den einen oder anderen Grinser loszulassen auf der Hinfahrt. Und der Patient hat dann laut Kollegen, also auf die Frage, wieso er denn das gemacht hat,
kam die Antwort, ihm war langweilig. Und solche Einsätze bringen einen dann auch schon zum Lachen. Einfach durch deine Arbeit, dass das einfach Erfolg bringt, dass es dann wieder besser geht oder eben im Nachhinein erfährt, dass der Patient wieder komplett genesen ist. Das ist einfach schon eine sehr schöne Sache. Schön ist, wenn die Verwandten oder Patienten dann später kommen, sich zu bedanken. Geht es nicht ums Bedanken, aber dass wir sehen, dass das Ergebnis sehr gut war, dass wir geholfen haben. Ja, das ist sehr schön. Ist auch ganz klasse, wenn am Ende des Tages nach einem langen Tag noch alle Rotterbladeln dran sind am Hubschrauber und wir alle noch aufrecht gehen können, uns zusammensitzen können und vielleicht noch ein Glas miteinander trinken, uns über den einen oder anderen Einsatz ein bisschen plaudern und sagen, hey, war ein cooler Tag und morgen tun wir es wieder. Wenn halt was erfolgreich hinhaut, dann ist das Ergebnis einfach, dass du dem wirklich geholfen hast, also dass der jetzt weiterleben kann zum Beispiel. Mit zu den besten Momenten im Rettungsdienst gehört meiner Ansicht nach die Geburt. Also wenn ein Kind geboren wird, weil das ist eigentlich der einzige Einsatz, wo die Alarmierung positiv ist. Und es ist einfach zum normalen Rettungsdienstalltag was anderes, wenn man mal kommt und es wird Leben geboren, anstatt man kämpft darum, dass das Leben nicht vergeht.